Die Kaffeekonditorei Fürst in Salzburg ist vielen vor allem durch die Mozartkugel bekannt. Aber gibt es da vielleicht auch noch andere Süßigkeiten, die man probieren sollte? Also die anfängliche Frage ist natürlich eine Fangfrage. Zumindest für mich konnte ich sie positiv beantworten. Ich habe sie ja alle mitgenommen. Das sind die sogenannten Hausspezialitäten, die Fürst bereits seit einigen Jahrzehnten in unterschiedlicher Form anbietet. Also es kommen immer wieder mal neue dazu. Und ihr kennt das vielleicht ja auch, wenn man in Salzburg ist und man holt sich von Fürst ein paar Mozartkugeln und denkt sich dann immer, diese Würfel, die da ebenfalls in der Vitrine liegen, sollte man die auch probieren? Wie schmecken die überhaupt? Und ja, sind die toll? Und ja, dieser Frage möchte ich in dem Video heute nachgehen. Das heißt, ich werde jeden einzelnen Würfel hier auspacken, euch den Querschnitt zeigen, also wirklich das Innenleben genauer besprechen. Fürst gibt ja auch auf der Homepage jeweils die einzelnen Zutaten, zumindest ein bisschen an. Da kann man sich dann auch, glaube ich, etwas besser vorstellen, okay, könnte mir das zusagen oder nicht. Aber damit das natürlich noch ein bisschen besser möglich ist, werde ich auch jede einzelne Spezialität kosten, also einen Geschmackstest machen und euch da ein bisschen meine Eindrücke schildern, damit man sich zumindest ein bisschen was darunter vorstellen kann. Weil ich denke mal, nur mit Inhaltsstoffen und einem Querschnitt, den man optisch sieht, weiß man ja noch immer nicht, wie schmeckt es dann überhaupt. Und nachdem das natürlich ein bisschen länger werden wird alles, gibt es unten in der Videobeschreibung dann jeweils Kapitelmarken. Das heißt, ihr könnt dann zu eurem Favorit direkt hinspringen. Wenn ihr immer schon wissen wolltet, wie jetzt zum Beispiel so ein Salzburger Schilling schmeckt, dann könnt ihr das dann einfach so direkt machen. Und ja, jetzt bin ich aber auch schon eigentlich sehr gespannt, was sich hier in der Verpackung, in den einzelnen Verpackungen verbirgt. Also schauen wir mal rein. Also hier jetzt zum Hintergrund. Zum 300. Geburtstag von Johann Sebastian Bach, das war 1985, wurde dieses Konfekt quasi von Fürst kreiert und war auch laut Webseite das erste von den Hausspezialitäten, also die erste von den Hausspezialitäten, die Fürst gemacht hat. Und jetzt, ja, packen wir das auch mal aus und schauen mal rein. Und hier jetzt in der Nahaufnahme. Ich glaube, man sieht hier relativ gut unterschiedliche Schichten. Die ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu sehen. Und ja, laut Webseite und ich glaube auch auf der Verpackung hat man es ja gesehen, der Bachwürfel besteht aus einer Schicht Kaffeetrüffel, Nusstrüffel und Marzipan und umhüllt ist das Ganze von einer dünnen Schicht dunkler Kuvertüre. Ja, also ich denke mal, hier ist das Marzipan. Dann haben wir hier halt einen der beiden anderen Trüffeln und ganz außen dann natürlich die Kuvertüre. Okay, und jetzt natürlich zum Geschmackstest vom Bachwürfel. Ich werde ihn gleich als Ganzes essen und bin schon gespannt. Okay, also wenn ich jetzt praktischerweise habe ich hier die
die Verpackung noch liegen, mir auch nochmal die Inhaltsstoffe anschaue oder die Zutaten. In dem Fall, ja, das Marzipan, wie ihr auch im Querschnitt gesehen habt, ist eher nur klein auf der unteren Seite von diesem Würfel. Das heißt, es kommt jetzt nicht sonderlich stark zu tragen. Es ist vor allem die zwei unterschiedlichen Trüffel, die bei diesen Würfeln sehr, sehr stark rauszuschmecken sind. Der Kaffeetrüffel ist mir jetzt nicht sonderlich stark aufgefallen. Also der ist jetzt nicht sehr dominant. Das heißt, er geht eher ein bisschen unter, würde ich sagen sogar. Es ist vor allem eine größere Trüffelmasse. Wobei das dann doch eine sehr große, ein sehr großer Würfel ist. Das heißt, ich werde dann, glaube ich, bei den nächsten Geschmackstests eher mal zunächst eine Hälfte probieren, um das ein bisschen besser einordnen zu können. Aber ja, in dem Fall eine coole Praline eigentlich, die halt sehr, sehr stark trüffelig ist. Auch von der Konsistenz her eher sehr weich. Ist auch alles sehr weicher Trüffel. Und ja, in dem Fall eigentlich auch eher neutral im Trüffelbereich einzuordnen. Was ich vielleicht auch dazu sagen sollte, ist jetzt vielleicht nicht bei jedem Querschnitt, die meisten, wenn nicht alle, mit Ausnahme der letzten, der Fürsttrüffel, die ich dann ganz zum Schluss testen werde, haben alle diese Würfel, diese Hausspezialitäten Alkohol. Also sie enthalten Alkohol. Das heißt, für diejenigen unter euch, für die das vielleicht wichtig ist, gleich mal vorweg der Hinweis. Steht da jetzt nicht extra außen drauf, aber auf der Webseite wird es genannt. Und jetzt beim Bachwürfel ist jetzt aber auch etwas, das nicht sehr dominant ist gleichzeitig. Also wenn es jetzt rein geschmacklich ein Thema für euch ist, dann ja, müsst ihr euch da eigentlich keine Sorgen machen, dass es ein sehr dominanter, prägnanter Alkoholgeschmack, zumindest beim Bachwürfel ist. Und ja, dieser Block, oder man könnte auch sagen Baustein, zumindest auch die Beschreibung von Fürst sagt Baustein ein bisschen dazu, ist den großen Bauherren Salzburgs gewidmet. Und es wurde anlässlich der Salzburger Landesausstellung Fürst Erzbischof Wolf Dietrich von Reithenau 1987 zum ersten Mal quasi entwickelt. Oder da gab es dann, seitdem gibt es diesen Block hier zu kaufen. Schauen wir also rein. Und ja, dieser Block besteht aus Rumtrüffel, Kirschtrüffel und Marzipan. Und ist wiederum von einer dunklen Kuvertüre umhüllt. Also ich glaube, das sieht man hier auch wieder recht gut. Also hier Marzipan, dann die unterschiedlichen Trüffelschichten und außen die Kuvertüre. Vielleicht für manche von euch ganz interessant oder auch wichtig zu wissen, diese Praline enthält Alkohol. Nachdem wir jetzt das Innenleben genauer angeschaut haben, gibt es noch den Geschmackstest. Dieses Mal eben probiere ich nur eine Hälfte zunächst. Das sind tatsächlich ziemlich große Würfel. Und ich glaube, dann ist es auch ein bisschen einfacher, den Geschmack zuzuordnen. Ja, also ihr seid jetzt wahrscheinlich schon gespannt. Ich beschleunige zwar diese Kaubewegungen immer,
Aber es dauert natürlich trotzdem ein bisschen, das Ganze auch wirken zu lassen. Ja, also hier, wie auch bei der letzten Praline erwähnt, dieser enthält auch wiederum Alkohol. Ist auch logisch, weil es ist ja Kirschtrüffel und Rumtrüffel. Also spätestens bei Rumtrüffel weiß man es. Und geschmacklich ist hier der Alkohol auch etwas dominanter, würde ich sagen. Das heißt, hier wirklich eine gewisse Schärfe drinnen. Also wenn ihr rein geschmacklich jetzt alkoholhaltige Pralinen nicht so toll findet, dann ist das vielleicht, es ist jetzt nicht unangenehm, aber es ist definitiv vorhanden, also jetzt nicht dominierend. Es schmeckt dann auch leicht nach Kirsche, würde ich sagen, also Kirschtrüffel, Rumtrüffel. Es verbindet sich natürlich Kirschtrüffel, Rumtrüffel, es ist dann ein großes Geschmackserlebnis. Das Marzipan wiederum ist ja auch nur eine dünne Schicht unten. Ist hier quasi vorhanden, kommt aber nicht unbedingt stark zu tragen. Es ist auch eigentlich ein sehr, sage ich einmal, wie sagt man da so, eher ein weiches Marzipan und daher ist es auch vom Mundgefühl her wie die ganze Praline eigentlich auch. Also es ist eine sehr weiche Praline eigentlich, wirkt vielleicht auf dem Querschnitt nicht unbedingt so, aber weil sich ja sehr gut durchschneiden lässt. Aber ja, die äußere knackige Schicht, die dunkle Kuvertüre beschützt diese Kugel sozusagen, Würfel relativ gut. Ja, also hier abschließend, ihr solltet auf jeden Fall dem Alkoholgeschmack von einer Praline nicht abgeneigt sein. Ansonsten sind wiederum vor allem sehr weiche Trüffel dominant hier und ein bisschen kommt die Kirsche hervor, aber nicht unbedingt ganz so stark. Also für mich jetzt natürlich. Wie immer sagt man natürlich, es ist ohnehin klar, es ist jetzt kein objektiver Test, sondern wirklich mehr ein individueller Test von dieser Praline. So, weiter geht's jetzt mit dieser hier. Der Paris Lodron Trüffel. Diese feine Spezialität von Fürst ist dem Gründer der Salzburger Universität, Erzbischof Graf Paris Lodron, gewidmet. Schauen wir uns da auch noch. Ja. Steht auch immer schön auf der Verpackung drauf. Praktischerweise. Und auch was drinnen ist. Und hier sieht man auch wiederum einen schichtigen, einen dreischichtigen Aufbau. Diese Paris Lodron Trüffel besteht aus Nusstrüffel, Rumtrüffel und Nougat. Und außen wiederum dunkle Kuvertüre. Die sieht man hier auch relativ gut. Das heißt, hier haben wir einfach die unterschiedlichen Trüffelschichten. Und ich schätze mal ganz unten Nougat. Aber im Gegensatz zu dem Marzipan, das die anderen Würfel enthalten haben, ist es hier vielleicht etwas schwieriger zu sagen, was sozusagen welcher Teil ist. Okay, und jetzt zum Geschmackstest. Okay, also auch hier wiederum eine, sagen wir, sehr trüffelige Trüffel. Ja, es ist ja die Paris Lodron Trüffel. Und die enthält eben Nuss- und Rumtrüffel. Auch hier kann ich wiederum sagen, dass der Alkoholgeschmack vorhanden ist. Ich würde sagen, vielleicht nicht ganz so dominant wie bei der letzten Trüffel, die ich mir angeschaut habe.
Also ist es ein bisschen mehr im Hintergrund. Vom Mundgefühl her ist es wiederum eher sehr weich. Auch gibt es hier jetzt kein Marzipan, sondern stattdessen Nougat. Also eine Nougatschicht nach unten, die eben eigentlich auch wiederum, wie auch beim Marzipan, nicht unbedingt zu tragen kommt. Also meine Geschmacksknospen können da dann nicht mehr unterscheiden zwischen Trüffel- und Nougat-Schichten. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr trüffelig, auch hier sehr weich. Und es muss natürlich wiederum, ja, der Alkoholgeschmack ist etwas weniger stark. Also wiederum für diejenigen unter euch, die Alkohol gar nicht in Pralinen mögen, wahrscheinlich keine gute Idee. Aber für diejenigen unter euch, die zumindest ein bisschen das auch mögen, durchaus spannend. Es ist halt natürlich mit Nuss- und Rumtrüffel jetzt keine, könnte man sagen, außergewöhnlich neue Geschmacksdinge oder Erfahrungen. Ich fand bei der letzten eher noch spannender, dass es auch Kirsch drinnen gab, zumindest ein bisschen auch geschmacklich. Und das ist halt hier eher nicht vorhanden. Das heißt, es ist auch eigentlich eine, man könnte sagen, etwas neutralere Trüffel insgesamt. So, lala. Als nächstes ist jetzt das Doppler-Konfekt an der Reihe. Dieses Konfekt ist dem berühmten Salzburger Physiker Christian A. Doppler gewidmet. Und der von ihm entdeckte Doppler-Effekt ermöglichte einige entscheidende Fortschritte in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft. Das sieht man hier auch wiederum auf der Verpackung angegeben, auch was sich innen befindet. Und ja, was sich innen befindet, schauen wir uns jetzt auch gleich im Querschnitt an. Also hier vom Aufbau her, das Doppler-Konfekt besteht aus Champagnertrüffel, Vanilletrüffel und Nougat und umhüllt ist es wiederum mit dunkler Kuvertüre. Das heißt, auch hier sieht man eigentlich den schon, sage ich, fast gewohnten Aufbau wie bei den anderen Würfeln. Wir haben hier 3 Schichten und dann die Hülle. Okay, und jetzt der Geschmackstest. Okay, also ja, hier ich jetzt auch nochmal ein bisschen nachlese, was sich innen befindet. Es ist eben Champagnertrüffel und Vanilletrüffel und dann noch Nougat unten. Und hier wiederum, wie alle hier vorgestellten, insgesamt ein sehr trüffeliges Erlebnis, also ein sehr weicher Würfel. Und die verschiedenen Schichten kommen dann jeweils mehr oder weniger stark zu tragen. Und in dem Fall würde ich vor allem auch die Vanilletrüffel nicht explizit rausschmecken, aber sie sorgt auf jeden Fall für einen angenehmen Geschmack. Im Vergleich zu den letzten beiden ist hier der Alkoholgeschmack noch einmal reduzierter, also auch die hier enthält Alkohol, aber er kommt dann wiederum, vielleicht auch wie der Bachwürfel am Anfang. Der Alkoholgeschmack kommt hier nicht so stark raus. Also für diejenigen unter euch, die keinen dominanten Alkoholgeschmack bevorzugen, werden hier, denke ich, sehr viel glücklicher werden. Das Vanille hingegen, ich denke, es trägt dazu bei, aber ich schmecke es jetzt nicht, also die Vanilletrüffel schmecke ich jetzt nicht explizit extrem stark raus. Das heißt, da muss man vielleicht auch die eigenen Erwartungen ein bisschen reduzieren. Was den Champagner anbelangt, ja, das ist natürlich dann auch, ich denke, die Kombination macht das hier auf jeden Fall aus, aber ja, eine durchaus ein spannendes Konfekt,
Vor allem Konfekt. Ich bin ja auch ein großer Fan von solchen Wortwitzen. Versuche ich mich aber auch zurückzuhalten hier im Video. Und ja, sehr spannend. Okay, es wird immer leerer hier. Schauen wir uns jetzt mal die Millennium-Trüffel näher an. Diese Millennium-Trüffel entstand als Glücksbringer zur Jahrtausendwende, also so ungefähr über 20 Jahre, also vor über 20 Jahren, quasi wie das Jahr 2000 eingeleitet wurde. Ja, und hier sieht man die zwei Schichten, aus denen diese Trüffel besteht. Und zwar Champagnertrüffel hier und dann, ja, Rohmarzipan. Und umhüllt ist das Ganze dann wiederum von dunkler Kuvertüre. Also, nun zum Geschmackstest. Also die Millennium-Trüffel besteht ja eigentlich auch aus nur, ich habe das hier immer liegen, ja ein bisschen schummeln und nachschauen kann. Die Millennium-Trüffel besteht ja eigentlich nur aus zwei Zutaten, Champagnertrüffel und Rohmarzipan. Spannenderweise, also auch die hier enthält Alkohol. Der Alkoholgeschmack ist hier nicht unbedingt sehr viel dominant. Also ich fand das bei anderen Würfeln deutlich intensiver. Es kommt natürlich trotzdem durchaus hervor, also dieser Champagner-Trüffelgeschmack. Und dadurch, dass es hier wirklich nur eben den Trüffel gibt und den Marzipan, kommt auch das Marzipan ein bisschen stärker für mich zu tragen in dem Fall. Also das Rohmarzipan unten ist dann quasi das, sobald dann die Trüffel dahin schmilzt, ist dann das, was noch ein bisschen überbleibt, für mich jetzt so, und auch dementsprechend, ja, vorhanden. Auch wiederum, für diejenigen unter euch, die Marzipan wirklich sehr gerne mögen, sicherlich kein Thema. Wenn ihr Marzipan überhaupt nicht mögt, also so gar nicht, dann wahrscheinlich nicht unbedingt die beste Idee. Aber ja, ansonsten auch eine sehr glitzernde Verpackung. Passend zur neuen Millennium, damals. Auch passenderweise Champagner. Und ja, eine weitere sehr coole Erfahrung. Und jetzt folgt der Salzburger Schilling. Und hier sieht man auch ja, eine süße Hommage an eine vergangene Epoche. Also für diejenigen unter euch, die vielleicht sehr jung sind, Schilling war quasi die Währung in Österreich, bevor dann der Euro eingeführt wurde. Der Salzburger Schilling besteht aus einer Schicht Vogelbeertrüffel, Nusstrüffel und Nougat und umhüllt ist es wiederum von einer dünnen Schicht dunkler Kuvertüre. Ich glaube, hier ist es ein bisschen schwieriger für mich, die einzelnen Schichten zu sehen, weil das hier eine große zu sein scheint. Das heißt, vielleicht befindet sich das alles hier unten und das sind hier zwei Schichten, aber ja. Man sieht zumindest vom Aufbau her, wie das sein sollte. Oder vielleicht ist hier natürlich
die Schicht, und man sieht den Übergang nicht so gut jetzt am Video. Okay, und jetzt der Salzburger Schilling. Nochmal im Geschmackstest. Ja, also hier wiederum gleich vorweg, die Trüffel enthält Alkohol. Der kommt aber eigentlich erst mehr so im Abgang zu tragen für mich. Ist also auch hier nicht unbedingt ganz stark dominant, aber für diejenigen unter euch wiederum, die Alkohol gar nicht in Pralinen mögen, ebenfalls eher keine Empfehlung. Aber gleichzeitig, wenn ihr das sehr intensiv mögt, solltet ihr das auch nicht unbedingt erwarten. Also es ist wirklich ein sehr rundes Geschmackserlebnis, das Vogelbeertrüffel ist dann, denke ich mal, eher wahrscheinlich, ja, kann ich mir geschmacklich jetzt nicht unbedingt etwas darunter vorstellen, sagen wir es mal so. Aber das ist ja generell bei vielen von diesen Würfeln, dass die ganzen unterschiedlichen Trüffelsorten hier einfach auch, denke ich mal, meine Geschmacksknospen eben nicht unbedingt ausgeprägt dazu sind, wirklich die einzelnen Nuancen der Schichten zu probieren. Aber es ist ja, denke ich, auch eher das gesamte Erlebnis, das hier zählt. Das Nougat wiederum kommt dann eher wieder zum Schluss zu tragen. Das ist, denke ich, wiederum der Tatsache geschuldet, dass eben das Trüffel sehr viel weicher ist. Beide Trüffels, die schmelzen dann quasi als erstes dahin, wenn man den Salzburger Schilling probiert, und dann bleibt sozusagen zum Abgang das Nougat über, das dann auch einen gewissen alkoholischen Geschmack drinnen hat. Ja. Aber Schilling ist natürlich etwas, da war ich selber auch ein bisschen mehr so gespannt darauf, da ich ja tatsächlich noch zumindest im Kindesalter den Schilling miterlebt habe. Aber das ist jetzt natürlich auch schon deutlich länger her. Also hier jetzt mal wieder einen Schilling zu haben oder zu probieren, ist auch ganz eine gewisse Nostalgik, die ich durchaus zu schätzen weiß. So, und jetzt zum Schluss schauen wir uns noch die Fürsttrüffel an. Die Fürsttrüffel wurde zum 150. Geburtstag von Paul Fürst, also dem Erfinder der Original Salzburger Mozartkugel, kreiert. So, die Fürsttrüffel besteht aus Kaffeetrüffel, Vanilletrüffel und Nougat. Und außen ist dann wieder dunkle Kuvertüre. Auch hier sieht man ein bisschen die Schichten. Vielleicht nicht ganz so deutlich wie bei den anderen, aber man kann sich da schon dann was vorstellen drunter. Und nun probieren wir diese Trüffel, damit ich euch einen Eindruck vermitteln kann, wie sie denn circa schmecken könnte. Okay, also die Fürsttrüffel, ich schaue ja auch immer gleich nach, enthält ja Kaffeetrüffel, Vanilletrüffel und Nougat unten dann. Und außerdem, vielleicht wichtig für euch, als einzige keinen Alkohol von den heute vorgestellten Hausspezialitäten. Und ja, hier würde ich sagen, die Vanilletrüffel, die gab es ja auch beim Doppler-Konfekt, wenn ich mich richtig erinnere. Schauen wir auf meinen Schummelzettel nach. Ja, der hatte auch Vanilletrüffel. Und ich würde sagen, da ist die sogar etwas stärker rausgekommen. Hier haben wir die Kaffeetrüffel und die Vanilletrüffel. Die verbinden sich dann eher geschmacklich, und ich glaube auch, dass ein leichter Kaffeegeschmack hier da ist. Der ist wirklich eher leicht. Insgesamt ist es eher trüffelig vom Geschmack her. Und ich kann hier natürlich nicht
ich persönlich schmecke jetzt keinen spezifischen Bestandteil raus. Das Nougat ist dann auch hier wieder eher am Schluss. Ich denke, das ist auch hier wieder der unterschiedlichen Zusammensetzung, also sagen wir mal der unterschiedlichen Stärke. Die Trüffel ist eher sehr weich, das Nougat ist dann etwas härter, relativ zur Trüffel. Das habt ihr, glaube ich, auch im Querschnitt relativ gut gesehen. Und das heißt hier, ja, dass es insgesamt dann eher im trüffeligen Bereich bleibt und hier natürlich der Alkohol fehlt auch in den Inhaltsstoffen und der ist dann natürlich auch geschmacklich nicht unbedingt da. Aber auch hier wiederum, ja, eine spannende Trüffel. Und hier seht ihr jetzt noch einmal alle Hausspezialitäten im direkten Vergleich sozusagen vereint. Das heißt, hier oben ist der Bachwürfel, dann hier der Wolf-Dietrich-Block, hier daneben Paris-Lotron-Trüffel, dann das Doppler-Konfekt, hier Millennium-Trüffel, das Salzburger Schilling und hier die Fürsttrüffel. Und jetzt sind somit auch alle Hauspralinen, ihr seht es auch an der leeren Verpackung hier, durchprobiert. Ich hoffe, ihr konntet euch einen ersten Eindruck verschaffen, wie denn diese unterschiedlichen Spezialitäten schmecken und wie die dann innen ausschauen. Wenn ihr mich jetzt fragt, was ist denn jetzt mein persönlicher Favorit, welche würde ich euch direkt empfehlen zu kaufen, ist natürlich, weil ihr könnt die auch einzeln bekommen, ihr müsst nicht unbedingt das Set kaufen, dann ist es natürlich immer eine Qual der Wahl. Für mich persönlich jetzt, nachdem ich eher die bevorzuge, die nicht ganz so stark nach Alkohol schmecken, ist es dann, denke ich mal, das Doppler-Konfekt, weil hier auch ein bisschen ich habe mir hier auch nochmal zum Schummeln die Verpackung vorbereitet, als Erinnerung. Aber da ist auf jeden Fall die Vanilletrüffel, die ein bisschen hervorkommt und die mir da eigentlich sehr gut gefallen hat. Das gleiche gilt dann auch bei der Fürsttrüffel, wobei hier die Vanilletrüffel nicht ganz so stark rauskommt oder etwas eher untergeht. Und beim Wolf-Dietrich-Block wiederum, da war die Kirschtrüffel, die ein bisschen, dieser leichte Kirschgeschmack, der mir da eigentlich auch sehr gut zugesagt hat. Aber insgesamt, ja, ich würde einfach generell empfehlen, wenn ihr vor Ort seid, dieses Probierpaket hat dann schon seine Vorteile, dann könnt ihr einfach alle durchprobieren und nachdem die auch wirklich relativ groß sind, also es ist nicht unbedingt ein kleiner Würfel, schaut vielleicht am Bildschirm kleiner aus, als es wirklich ist. Also ihr könnt die auch ohne Probleme einfach, so wie ich es jetzt für den Querschnitt gemacht habe, einfach teilen und dann kann man die auch zu zweit sehr toll durchprobieren. Was vielleicht auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, ich habe es auch im Video jeweils immer betont, die meisten von denen, mit der Ausnahme der Fürsttrüffel, also diese hier, die enthalten allesamt Alkohol. Das heißt, wenn ihr generell Alkoholgeschmack nicht mögt, dann ist es wahrscheinlich, je nach der einzelnen Trüffel, nicht unbedingt die beste Wahl insgesamt für euch. Schaut euch aber vielleicht wirklich noch einmal die Detailtests an. Ich bin ja auch eher empfindlich, daher auch meine Favoritenauswahl. Die Fürst hat ja gar keine und die anderen zwei haben es nicht ganz so stark, wobei Wolf-Dietrich schon eher ein bisschen stärker vom Alkoholgeschmack her. Wenn das gar nichts für euch ist, es ist jetzt in keiner dieser Trüffeln extrem dominant. Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, es gibt diese Bonbonnière, die innen einfach flüssigen Alkohol hat und dann außen ein bisschen Schokolade, damit das quasi die Flüssigkeit gehalten wird. Das wäre wirklich am anderen Ende des Spektrums und hier befinden wir uns irgendwo quasi, natürlich nicht, es ist niemals komplett neutral, es ist immer mehr oder weniger dominant, aber wenn ihr generell nicht abgeneigt seid, dann passt es auf jeden Fall. Wenn es überhaupt nicht geht, dann
dann bleibt natürlich die Fürsttrüffel. Ihr könnt die auch einzeln bekommen. Und nachdem die ja Kaffeetrüffel und Vanilletrüffel enthält, auch so eine spannende geschmackliche Erfahrung. Und ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht schon die ganze Zeit, ja, aber diese Packung, die ist ja eigentlich noch nicht leer. Da sind ja 2 Kugeln drinnen. Und das ist natürlich kein Zufall, weil die Mozartkugel habe ich tatsächlich in einem extra Video besprochen. Nicht nur diese Mozartkugel, sondern sehr viele Mozartkugeln. Und wenn euch jetzt die Fürst-Mozartkugel im Detail interessiert, dann gibt es am Ende vom Video, blende ich euch jeweils die Nachfolgevideos dazu ein. Also sowohl, wo ich die Fürst-Mozartkugel im Detail vorstelle, aber auch tatsächlich 80 verschiedene Mozartkugeln, weil es gibt ja nicht nur von Fürst welche, sondern ja, sehr viele andere. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.